Große Freude in Nordrhein-Westfalen. Hier hat man einen fetten Datenfang gemacht und buchstäblich Terabyte von Daten zu Offshore-Firmengründungen kaufen können, angeblich mit vielen Hinweisen auf deutsche Besitzer. Warum du niemals aus Deutschland eine steuergünstige Gesellschaft heraus betreiben kannst und was dieser Fund möglicherweise für dich bedeutet und was du machen kannst, wenn du dich vielleicht nicht korrekt verhalten hast, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig Seminare zum rechtssicheren Auswandern. Grundsätzlich kann man natürlich steueroptimierte Gesellschaften nur dann verwenden, wenn man nicht mehr in Deutschland lebt. Das heißt, im Rahmen mit einer Auswanderung, und auch das kann als Deutscher tricky sein. Wir veranstalten dazu regelmäßig Seminare, wo du alles dazu lernst, wie genau das funktioniert, wie man eine Auswanderung und möglicherweise eine Firmengründung hinterher rechtssicher gestaltet. Demnächst jetzt wieder unser Seminar Auswandern in die Schweiz. In der gleichen Woche auch Auswandern nach Irland. Dort spielt natürlich das Thema Firmengründung in der Schweiz, in Irland und natürlich auch international eine große Rolle. Also wenn du dich mit Steueroptimierung beschäftigst, mit legaler Steueroptimierung, die wirklich nur dann geht, wenn du Deutschland verlässt, dann bist du bei uns genau richtig. Komm zu einem unserer Seminare. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Das Land Nordrhein-Westfalen hat hier einen fetten Datenfang gemacht. Man konnte einen Datensatz erwerben. Nordrhein-Westfalen spricht hier von Terabyte von Daten von mehreren Dienstleistern rund um das Thema Offshore-Firmengründung. Diese Dienstleister haben auch für deutsche Gesellschaften im Ausland gegründet, die dann vermutlich, so sagt Nordrhein-Westfalen, zur Steuerhinterziehung verwendet wurden. Schauen wir uns doch einmal hier den entsprechenden Bericht auf der Webseite des Landes Nordrhein-Westfalen an. LBF NRW kauft Datenträger zu Beteiligungen in Offshore-Steueroasen an. Nordrhein-Westfalen geht gegen Steuerhinterziehung im großen Stil mit der Gründung von Auslandsgesellschaften vor. Jetzt schauen wir mal einmal an, was hier weiterhin gesagt wird. Der Kampf gegen die Steuerhinterziehung durch Beteiligungen in Offshore-Steueroasen geht in eine nächste Runde. Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität LBF NRW hat von einem Hinweisgeber einen Datenträger angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hongkong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthält. Die Dienstleistungsfirmen bieten ihren Kundinnen und Kunden, auch hier muss man natürlich darauf achten, dass das alles schön richtig gegendert wird. Heutzutage ist ja klar, auch Frauen können Steuern hinterziehen. Die Option an, in Niedrigsteuergebieten Auslandsgesellschaften zu gründen. Diese werden gezielt dazu genutzt, Geld vor dem deutschen Fiskus zu verstecken, zum Zweck der Steuerhinterziehung oder zur Verschleierung von durch Straftaten erlangtem Vermögen. Den Unternehmen wird mitunter ein Strohgeschäftsführer oder Gesellschafter vorgeschaltet, um die wahren Beteiligungsstrukturen vor den Finanzbehörden abzuschirmen etc. pp. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Man muss hier natürlich absolut dem Land Nordrhein-Westfalen zustimmen. Garantiert gibt es solche Dienstleister. Ich selbst bekomme regelmäßig E-Mails von solchen Dienstleistern, Deutschen, die in Ländern wie Malta, wie Zypern oder wie auch den Vereinigten Arabischen Emiraten leben und ganz ungeniert genau solche Dienstleistungen, wie es diese Pressemitteilung angesprochen hat, an deutsche Mandanten vermitteln. Oftmals unter dem Deckmantel der Legalität. Ich habe ja hier schon mehrfach Videos zu dem Thema gesagt. Da gibt es dann die verrücktesten Strukturen, die komplett illegal in Deutschland sind. Ich mag mich an einen erinnern, der hier seinen Mandanten öffentlich angeboten hat. Also auf seiner Webseite, in Webinaren und so weiter, auf Konferenzen. Man könne also eine Gesellschaft in Singapur gründen. Diese könne dann gehalten werden durch eine Limited by Guarantee, eine Stiftungslimited in UK und könnte dann mehr oder weniger steuerfrei Investments tätigen. Und das wäre aus deutscher Sicht komplett legal. Da kann nichts passieren. Das ist natürlich komplett hanebüchender Unsinn. Wenn du das machst, dann bist du wegen mehrfacher Steuerhinterziehung und anderen Taten dran. Also das darfst du niemals machen, sowas. Warum ist das eigentlich überhaupt so? Nun, grundsätzlich ist es aus deutscher Sicht de facto nicht möglich, steueroptimierte Gesellschaften zu betreiben, solange du noch in Deutschland wohnst. Da gibt es sehr weitreichende Vorschriften und Gesetzgebungen, die das unmöglich machen. Ganz ehrlich muss man sagen, dass das heute mittlerweile in den meisten großen Industrieländern eigentlich unmöglich gemacht wird, in den meisten EU-Ländern auch. Das ist jetzt nicht deutschlandspezifisch, aber es ist in Deutschland ganz besonders streng. Und da gibt es jetzt mehr Rechtsvorschriften, die dort zu beachten sind. Das größte Thema
Thema ist allerdings das sogenannte Betriebsstättenthema. Gründest du eine Gesellschaft im Ausland, sagen wir zum Beispiel Zypern, und betreibst diese Gesellschaft von Deutschland heraus. Das heißt also, du hast in Zypern keinen Geschäftsführer, du hast dort keine Mitarbeiter, du hast da keine Geschäftsräume. Die Wertschöpfung findet also von Deutschland aus statt. Dann hat diese Gesellschaft eine Betriebsstätte in Deutschland und ist damit in Deutschland steuerpflichtig. Wo können wir das nachlesen? Das können wir im Doppelbesteuerungsabkommen nachlesen. Ich zeige dir jetzt hier beispielhaft das Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern, aber im Grunde genommen die 100 Doppelbesteuerungsabkommen ungefähr, die Deutschland abgeschlossen hat, sind in dieser Hinsicht alle fast gleich. Hier das Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern, wohlgemerkt, wir reden jetzt Südzypern von 2011. Die Doppelbesteuerungsabkommen sind ungefähr alle gleich aufgebaut. So, Artikel 5, Betriebsstätte. Was ist eine Betriebsstätte? Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck Betriebsstätte eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. Der Ausdruck Betriebsstätte umfasst insbesondere einen Ort der Leitung, eine Zweigniederlassung, eine Geschäftsstelle, eine Fabrikationsstätte, eine Werkstätte und ein Bergwerk. Und das Entscheidende ist natürlich hier ein Ort der Leitung. Wie du feststellen kannst, steht hier gar nicht, ob das Unternehmen jetzt in Deutschland oder in Zypern gegründet werden soll. Fakt ist, wenn du ein Unternehmen gründest und dieses Unternehmen hat einen Ort der Leitung, da spielt es keine Rolle, ob du wirklich Geschäftsführer bist oder nicht. Du kannst auch de facto Geschäftsführer sein, indem du zum Beispiel derjenige bist, der über das Bankkonto der Gesellschaft verfügen kann oder andere wichtige Entscheidungen trifft. Dann gibt es in Deutschland einen Ort der Leitung. Damit liegt also in Deutschland eine Betriebsstätte vor. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Formalitäten. Deswegen ist doch völlig egal, ob du dort einen Strohmann als Geschäftsführer bestellst. Man spricht von einem sogenannten Erfüllungsgehilfen. Wenn du derjenige bist, der im Hintergrund die Strippen zieht, dann ist der Ort der Leitung in Deutschland. So. Das ist der wichtige Teil. Zunächst mal haben wir also einen Ort der Leitung. Jetzt schauen wir uns einmal an, wo das mit der Besteuerung steht. Also hier haben wir Artikel 7, Unternehmensgewinne. Gewinne eines Unternehmens, eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden. Also, da steht es ganz klar. Wir haben vorhin gesagt, Deutschland ist eine Betriebsstätte. Und hier steht ganz klar, selbst wenn du ein zypriotisches Unternehmen gründest mit dem Sitz in Zypern und dieses Unternehmen eine Betriebsstätte in Deutschland hat, dann sind die Gewinne nicht mehr in Zypern zu versteuern, sondern eben in Deutschland. Damit wird dann diese zypriotische Limited behandelt wie eine deutsche GmbH. Das gleiche gilt natürlich sinngemäß auch für die Struktur, die ich gerade eben genannt habe. Also gibt es zum Beispiel eine Gesellschaft in Singapur und gibt es zum Beispiel eine Gesellschaft im UK, dann haben beide Gesellschaften in der Regel eine Betriebsstätte in Deutschland, denn üblicherweise ist es eben der Eigentümer aus Deutschland oder der wirtschaftlich Berechtigte, der dort die Strippen zieht, der investiert, der Geld verschiebt, der Geld einzahlt. Und damit liegt eine Betriebsstätte für beide Gesellschaften in Deutschland vor und schon bist du hier dran. Dann hast du nämlich de facto Steuern hinterzogen, wenn du für diese Gesellschaften keine Niederlassungen in Deutschland angemeldet hast. Und da kommt dann auch mal ganz schnell die Kavallerie, muss man sagen. Ganz konkret hier Hausdurchsuchung, Haftbefehl etc. pp. Das nimmt die deutsche Finanzverwaltung extrem ernst. Extrem ernst. In mancher Hinsicht noch ernster als die Wohnsitzfrage, die ja in Deutschland auch eine sehr ernstzunehmende Frage ist. Das heißt, was löst eigentlich ein Wohnsitz in Deutschland aus? Und genau aus diesem Grund ist es im Grunde genommen unmöglich, eine Gesellschaft aus dem Ausland als jemand, der in Deutschland wohnt, steueroptimiert zu betreiben. Außer natürlich, du sagst jetzt, okay, ich kaufe ein Hotel in den Bahamas, da habe ich die Immobilie, da habe ich hunderte von Mitarbeitern, die betreiben dieses Hotel. Das ist natürlich etwas anderes. Ja? Oder wenn du jetzt sagst, ich betreibe eine Tauchschule in Zypern, da habe ich meine Tauchlehrer, da habe ich meine Ausrüstung, da habe ich Geschäftsräume, da bediene ich lokal dann Touristen, die dort Urlaub machen, das ist natürlich auch in Ordnung. Ja? Oder wenn du sagst, ich betreibe ein Softwareentwicklungsunternehmen in Dubai und ich habe da wirklich ein Büro voll Softwareentwickler sitzen, ich habe dort einen Betriebsleiter, ich habe dort Geschäftsräume, ich habe dort einen Geschäftsführer etc. pp. Das geht natürlich auch, ja. Also wenn du ein paar hunderttausend in die Hand nimmst, ein paar Millionen, dort wirklich ein Unternehmen gründest, wo die Wertschöpfung vor Ort stattfindet, wo es Mitarbeiter gibt, wo es Geschäftsräume gibt, dann hast du natürlich die Betriebsstätte dort, dann gibt es dieses Betriebsstättenproblem möglicherweise nicht. Auch dann musst du trotzdem extrem aufpassen, dass du nicht deine Betriebsstätte in Deutschland auslöst, dadurch, dass du Teil der Geschäftsleitung dennoch von Deutschland betreibst.
Du kannst dann also im Grunde nur der passive Eigentümer sein. Wenn es tatsächlich Dinge zu tun gibt, zu entscheiden gibt, musst du im Grunde an den Ort des Unternehmens reisen. Am besten genau mit Notar dokumentieren, was du dort gemacht hast, damit du jeweils Belege hast für die Finanzverwaltung. Aber jetzt hier irgendeine Briefkastengesellschaft zu gründen, irgendeinen Proforma-Geschäftsführer zu haben, das ist absolut völlig komplett aus deutscher Sicht unmöglich. Und das war ehrlich gesagt auch schon immer so. Wir sind in diesem Business seit 2006 tätig und schon damals war es so, dass viele Deutsche die Idee hatten, sie könnten jetzt dort einfach eine Gesellschaft im Ausland eröffnen und könnten dann an den deutschen Steuern vorbei hier steuergünstige Gewinne einfahren. Das geht definitiv nicht. Das ging noch nie und tendenziell wird es immer strenger und immer schwieriger. Und es spielt, wie gesagt, keine Rolle, ob dir diese Gesellschaft gehört oder nicht. Selbst wenn du überhaupt nicht in der Gesellschaft beteiligt bist, selbst wenn du nicht der wirtschaftlich Berechtigte bist, das Entscheidende ist eben, dass du die quasi Geschäftsleitung oder die tatsächliche Geschäftsleitung von Deutschland aus ausübst. Das reicht schon aus, damit man hier volle Kanne in die Steuerfalle tappt. Was viele ebenfalls natürlich ignorieren, sind die Meldepflichten, die es in Deutschland gibt. Hier gibt es den Paragraphen 138 der Abgabenordnung. Ich will dir das mal eben zeigen. Also hier steht, was du als in Deutschland ansässige Person melden musst. Inländische Steuerpflichtige haben ihrem zuständigen Finanzamt Sachverhalte mitzuteilen, die einen Bezug zum Ausland haben. Dazu gehören zum Beispiel die Gründung von ausländischen Betriebsstätten oder der Erwerb von Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften. So, was muss jetzt genau gemeldet werden? Die Gründung und der Erwerb von Betriebsstätten im Ausland, der Erwerb oder die Aufgabe einer Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft. So, und jetzt kommt die Tatsache, dass Sie allein oder zusammen mit nahestehenden Personen im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes erstmal unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaatgesellschaft ausüben können. Also, du siehst, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du an der Gesellschaft beteiligt bist oder nicht. Allein schon die Tatsache, dass du die Strippen ziehen kannst, reicht aus, damit du diese Meldepflicht machen musst. Das Ganze erklärst du in deiner Steuererklärung in der Anlage WAEST, über die wir hier schon oft gesprochen haben. Wie gesagt, du hast dazu bis zur Abgabe der Steuererklärung Zeit. Also das wäre zum Beispiel, wenn du die Firma gründest im Ausland im Jahre 2025 bis zum Februar 2027 mit Steuerberater. Das heißt grundsätzlich für alle, die Steuern optimieren wollen, für alle, die eine Auslandsgesellschaft gründen wollen, die das legal tun möchten, bleibt in der Regel nur der Wegzug ins Ausland, die Auswanderung. Dann ist das natürlich möglich. Darüber sprechen wir auf diesem Kanal hier sehr viel, sehr oft. Schau dir dazu gerne die Videos an. Alles andere, muss man ganz realistisch sein, funktioniert de facto nicht, außer natürlich, du willst es im großen Stile investieren. Also ganz klar natürlich, wenn du ein deutsches Unternehmen hast und du willst den asiatischen Markt expandieren, du eröffnest ein Unternehmen in Singapur mit 10 Mitarbeitern. Natürlich, das geht, ja, ganz klar. Aber so als Ein-Mann-Gesellschaft, die du von Deutschland aus betreibst, das ist absolut unmöglich. Damit gräbst du dir ein Grab. Das hat sehr ernste Konsequenzen und lass dich dann nicht von irgendwelchen Dummschwätzern überzeugen. Wie gesagt, das Beispiel Singapur, britische Limited by Guarantee, britische Stiftungslimited, habe ich ja schon gesagt. Wie wir es gerade eben gesehen haben aus der Abgabenordnung, reicht es aus, dass du einen bestimmenden Einfluss hast auf die Gesellschaften, dass du bestimmen kannst im Hintergrund, was da passiert und dann bist du letztlich dran, musst zum einen die Meldepflichten machen und löst zum Zweiten natürlich eine Betriebsstätte dann in Deutschland aus. Übrigens, was passiert eigentlich ganz praktisch, wenn du die Steuererklärung einreichst mit der Angabe, dass du eine Gesellschaft gegründet hast, wenn du das korrekt machst? Du wirst dann vom Finanzamt einen Fragebogen zurückbekommen mit allen möglichen Fragen rund um die Gesellschaft. Was macht die Gesellschaft? Warum hast du die gegründet? Wie viele Mitarbeiter hat die Gesellschaft? Schick uns mal eine Lohnsteuerabrechnung. Schick uns mal einen Mietvertrag für das Büro. Wer ist der Geschäftsführer? Ist der Geschäftsführer ein Anwalt, Steuerberater, Dienstleister? Zeig uns mal, dass der Geschäftsführer, der dort ansässig ist, auch derjenige ist, der die Kontovollmacht hat. Also da wirst du detailliert zu der Gesellschaft befragt. Und im Grunde genommen muss man sagen, dass das eigentlich eher hilfreich ist, weil wenn du mit dem Geschäft noch nicht richtig begonnen hat und du bekommst dann diese Fragen des Finanzamts und der Finanzverwaltung und die Gesellschaft hat möglicherweise noch gar keinen Umsatz gemacht und du stellst dann in dem Moment fest,
dass du eigentlich dich hier nicht korrekt verhalten hast, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, das Ganze noch abzubiegen, noch zu beenden. Denn wie gesagt, wenn natürlich nichts gelaufen ist, dann ist natürlich auch hier nichts für die Finanzbehörden zu holen. Was aber nun, wenn etwas tatsächlich schon gelaufen ist und dir jetzt siebenteils einfällt, Mensch, oh mein Gott, ich habe mir etwas zu Schulden kommen lassen, möglicherweise habe ich richtig ein Problem, möglicherweise ist mein Dienstleister einer jenen, der dort betroffen ist, wo jetzt Daten gemeldet wurden. Nun, ich würde dir dringend raten, mit einem Anwalt zu sprechen, der auf Steuerstrafrecht spezialisiert ist, um deine Optionen abzuklären. Es bleibt natürlich immer die Möglichkeit zur Selbstanzeige, aber du weißt ja, wenn Ermittlungen einmal ins Rollen kommen, dann wird das mit der Selbstanzeige schwierig werden. Also das musst du am besten mit einem Anwalt besprechen, um dich hier optimal abzusichern. Ich würde jetzt nicht an deiner Stelle einfach die Gesellschaften schließen und hoffen, dass nichts passiert. Ich würde mit einem Anwalt sprechen und mir überlegen, welche Optionen du hast, ob Selbstanzeige das Richtige ist oder ob du vielleicht einfach WAEST einreichst mit der Steuererklärung. Meiner Erfahrung nach ist zum Beispiel so, dass auch die verspätete Anzeige dieser Beteiligung vielfach nicht geahndet wird. Das heißt, dass du dort die 25.000 € Strafe gar nicht bezahlen musst. Es hängt natürlich davon ab, ob das Ganze korrekt aufgesetzt wurde oder ob da tatsächlich schon Gewinne am deutschen Staat vorbei erwirtschaftet wurden. Daher also sprich mit einem Anwalt, wenn du bereits im Ausland bist, aber zu der Zeit, als du noch in Deutschland gewohnt hast, möglicherweise dir hast etwas zu Schulden kommen lassen, dann gilt im Grunde genommen das Gleiche. Rede mit einem Anwalt und prüfe, welche Optionen du hast. Ganz ehrlich, vielfach ist es natürlich einfacher, mit dem Finanzamt zu verhandeln, wenn du schon im Ausland bist, weil es dann einfach natürlich kein Vermögen in Deutschland gibt. Das Ganze ist weiter weg. Die Bedrohung ist nicht so unmittelbar vor deiner Nase. Das kann natürlich vielfach helfen. Und unter Umständen sind dann auch die Behörden zu einer schnellen Einigung bereit. Aber auch hier, wie gesagt, sprich mit einem Anwalt. Also, summa summarum, bitte gründe keine steueroptimierte Firma, solange du in Deutschland lebst. Das ist meine inständige Bitte an dich. Das ist ein großer Fehler. Zumindest tu es nicht, ohne einen Steuerberater oder einen Steueranwalt diesbezüglich zu fragen und das genau prüfen zu lassen, ob das jetzt unschädlich ist oder nicht. Übrigens gibt es natürlich Fälle, wo man nicht umhin kommt, eine Firma zu gründen, zum Beispiel in Dubai, weil man vielleicht dorthin auswandern will und dann dort schon mal das Visum natürlich braucht, den Aufenthaltstitel. Da muss man dann natürlich eine Firma gründen, während man da noch in Deutschland wohnt. Aber auch da ist es extrem wichtig, dass diese Firma ihren Betrieb nicht aufnimmt. Ja, auch dann würdest du natürlich, wenn du diese Firma einen Monat vor deiner Auswanderung gründest, das noch dem deutschen Finanzamt mitteilen und sagen, ich habe diese Firma gegründet, aber eben im Kontext meiner Auswanderung, nicht um damit Geschäft jetzt in Deutschland noch zu machen. Und wie gesagt, natürlich auf keinen Fall dann den Geschäftsbetrieb aufnehmen, solange du noch in Deutschland bist. Das kann auf jeden Fall sehr problematisch werden. Wir raten grundsätzlich allen Auswanderern dazu, wo es geht, die Gesellschaft erst zu gründen, wenn sie Deutschland verlassen haben, wenn sie also nicht mehr in Deutschland ansässig sind. Dann hast du entsprechend dieses Problem normalerweise nicht. So, in diesem Sinne, wenn auch du an einer steueroptimierten Firmengründung interessiert bist, an einer Auswanderung, da würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Steueroptimierung im Ausland, Auswanderung. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.